Wir haben den Stellplatz in Leucate, Südfrankreich, verlassen und fahren jetzt in Richtung Spanien. Wir werden durch das Landesinnere in Richtung Süden von Spanien fahren. Da möchte ich über die Stellplätze und die Route berichten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben schnell die Grenze nach Spanien erreicht. Hier wird auch noch angezeigt, dass es Überschwemmungen in Höhe von Valencia gibt und deshalb fahren wir auch durch das Landesinnere. Wir haben den 5. November, das ist also circa eine Woche her mit dem Unwetter in Höhe Valencia, aber es gibt immer noch Schwierigkeiten dort und die Straßen sind gesperrt, deshalb haben wir unsere Pläne geändert. Wir sind ja inzwischen schon in Südspanien. Während wir immer reisen, jeden Tag weiterfahren, schaffe ich es nicht, immer die Videos zu schneiden. Deshalb hole ich das jetzt so nach und zeige jetzt, wie wir gefahren sind und welche Plätze wir genutzt haben. Diese Route ist ca. 300 Kilometer länger, als wenn wir am Mittelmeer lang gefahren wären. Unsere heutige Route hat etwa 340 Kilometer. Und wir fahren alles Autobahn, alles mautfrei. Wir haben uns einen Stellplatz ausgesucht, der in einem kleinen Ort liegt, kurz vor der Stadt Lleida. Der Platz liegt sehr verkehrsgünstig für uns, also nah an der Autobahn, ist kostenlos, das ist für uns nicht wichtig. Uns ist wichtig, dass es alles das bietet, was wir benötigen, und das ist hier in diesem Fall so. Wir verlassen jetzt die A2 und fahren auf die N2, eine Nationalstraße, und dieser Stellplatz, der liegt fast direkt an der N2, an der Nationalstraße. Wir haben jetzt gleich den Platz erreicht. Unser Navi hat uns nicht ganz richtig geführt. Wir hätten das viel einfacher haben können, aber so ist es manchmal. Navis sind nicht immer perfekt, aber wir haben trotzdem den Platz hier gefunden, hier auf der rechten Seite. Es ist früher Nachmittag, Wetter ist gut, wir haben Temperaturen immer über 20 Grad und das ist sehr angenehm. Man braucht auch in der Nacht nicht heizen, dass immer noch warm genug ist. Wir sind erstmal ausgestiegen und haben uns orientiert, wo stellen wir uns hin. Dann haben wir festgestellt, dass ganz hinten am Ende noch Platz ist, und so haben wir unser Mobil ganz hinten am Ende hingestellt. Strom gibt es auf diesem Platz nicht, aber eine End- und Versorgung. Sie ist großzügig, hier kann man kostenlos entsorgen und auch kostenlos Frischwasser zapfen. Hier nochmal ein Blick von oben, man sieht, wie nah der Stellplatz an der N2 liegt. Also in der Nacht ist es relativ ruhig, aber am Tage hört man schon die Fahrzeuge. Der Stellplatz liegt an einem, ja, so einem kleinen Freizeitpark, würde ich mal sagen. Hier treffen sich auch am Abend Leute aus dem Ort, aber alles ruhig und alles ganz angenehm. Es ist immer schön, wenn eine Kommune so einen Stellplatz zur Verfügung stellt. Das reicht voll und ganz aus. Man möchte ja nur in Ruhe schlafen, übernachten und mehr auch nicht. Am Abend hatte sich der Platz noch gefüllt, waren noch einige Mobile dazugekommen. Der Platz ist aber auch gut ausgeleuchtet. Nächster Morgen, es ist nebelig. Wir wollen, bevor wir weiterfahren, noch entsorgen. Das geht hier gut auf dem Platz. Hier ist ausreichend Rangiermöglichkeit und steht schon einer vor uns. So müssen wir noch einen kleinen Moment warten, bevor wir dann auch entsorgen können. Unser nächstes Ziel ist eine kleine Stadt vorbei an Zaragoza. Die Stadt heißt Calatayud und dort gibt es auch einen Stellplatz. Auch dieser ist wieder verkehrsgünstig für uns und deshalb wollen wir den auch wieder nutzen für eine Übernachtung. Wir durchfahren jetzt wieder den kleinen Ort hier. Es sind nur wenige Kilometer bis zur Autobahn. Wir fahren auf die AP2, eine mautfreie Autobahn, umfahren dann Zaragoza und dann geht es weiter in Richtung Madrid. Die Autobahn ist hier gut ausgebaut, ist auch nicht stark befahren, also man kommt gut voran. Und wir sehen hier in dieser ebenen Landschaft einen Stier, so in der Ferne so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Diese Stiere findet man immer wieder in Spanien. Sie sind ja das Wappentier Spaniens und gehören auch zum Brandyhersteller Osborne. Sie sind teilweise bis zu 14 Meter hoch. Die Regierung ist dann nicht immer von begeistert, dass solche großen Symbole in der Landschaft stehen, aber so macht man das hier eben.
Es gibt ausreichend Tankstellen hier an der Autobahn und die Dieselpreise liegen hier zwischen 1,35 und 1,45 aktuell. Wenn man irgendwo an der Landstraße tankt oder es gibt so sehr preiswerte Tankstellen, dann geht es runter bis 1,20 Euro. Auch die Versorgung mit AdBlue ist gewährleistet. Man muss so ein bisschen gucken, nicht jede Tankstelle hat AdBlue und daher tankt man sowas dann eben frühzeitig, damit man da nicht in Schwierigkeiten kommt. Wir haben jetzt die Abfahrt erreicht, um in die Stadt Calatayud zu fahren. Man sieht, es ist nicht weit entfernt von der Autobahn, also schnell. Dort am Stellplatz. Müssen allerdings so ein bisschen durch die Stadt hier fahren. Ja, vielleicht muss ich das noch erwähnen. Unser Ziel ist ja der Camping Mar Azul in Palermo. Dort haben wir schon vor einigen Tagen angefragt, ob ein Platz frei ist. Ja, es ist einer frei, also unser Platz. Wir haben dort immer den gleichen Platz. Auch den werden wir jetzt, wenn wir dort sind, bekommen. Hier am Kreisverkehr, da sieht man schon ein Hinweisschild auf den Stellplatz. Ist immer sehr angenehm, dann weiß man, in welche Richtung man fahren muss. Ja, und da geht er nämlich rein. Und das ist nämlich das, was ich hier habe. Vor uns fährt ja schon ein Wohnmobil, da ist wohl die Zufahrt. So fahren wir dem einfach nach. Das, was ich hier auch habe. Die Zufahrt ist nicht gerade breit. Jetzt kommt uns auch noch ein PKW entgegen. Das wird wohl knapp werden. Und das wurde auch knapp. Ich habe dann gewartet und in dem PKW war eine Frau, die hat dann zuletzt zurückgesetzt, sodass wir aneinander vorbeifahren konnten. Wir haben natürlich freundlich gegrüßt und uns bedankt, dass sie so nett war, zurückzufahren, sodass wir vorbeifahren konnten. Dankeschön. Danke. Das finde ich gut. Immer wieder Hinweisschilder zum Stellplatz mit Hinweis zum Stellplatz. Sehen wir hier wieder auf der linken Seite. Wenn man so einen Platz anfährt wie diesen hier mit vielen PKWs, dann ist man erst ein bisschen verwundert und denkt, ist man überhaupt richtig? Ist hier überhaupt der Stellplatz? Und jetzt sehen wir aber auf der rechten Seite schon Wohnmobile und damit wissen wir, dass wir richtig sind. Ich hatte schon vorher in der App gelesen, Stellplatz-App, dass diese Plätze, die dort auf der rechten Seite waren, meistens belegt sind. Und wir dann hier einen anderen Platz suchen müssen. Und das wird toleriert, dass man hier auch auf diesen Parkflächen stehen darf. Denn diese Flächen werden von PKWs nicht genutzt. Solche Plätze wie diese, das sind natürlich Plätze, wo man keinen Tisch und Stühle nach draußen stellt. Das sind Parkplätze zum Übernachten, mehr auch nicht. Auch dieser Platz ist wieder kostenlos. Wir haben uns so hingestellt, dass wir keinen stören. Vor uns kann man langfahren, hinter uns kann man langfahren. Wir haben ja eine Länge von 8,25 Meter. Ich würde sagen, bis 10 Meter geht hier. Wesentlich länger wird vielleicht schwierig. Wie ich bei der Anfahrt schon gesagt habe, der eigentliche Stellplatz ist weiter vorne. Hier können vielleicht Fahrzeuge bis 7 Meter Länge stehen und maximal vielleicht auch 6, 7 Wohnmobile, mehr nicht. In unmittelbarer Nähe vom Stellplatz gibt es einen kleinen Fluss. Dort gibt es auch eine Brücke, da kann man ihn überqueren und dann ist man in einem Park. Wer also vielleicht einen Hund dabei hat, der kann dann hier spazieren gehen oder Gassi mit dem Hund hier gehen. Die Stadt Calatayud hat ca. 20.000 Einwohner, hat eine schöne Altstadt. Könnte man also auch ein bisschen sich was ansehen. Haben wir nicht so gemacht, wir haben noch ein bisschen eingekauft. Wir brauchen wieder mal frisches Gemüse und auch frisches Brot. Und das haben wir hier in der Stadt gefunden. Es gibt hier aber auch Restaurants und Bars, wo man was essen oder trinken kann. Konnten wir leider nicht nutzen, ist uns etwas zu spät. Die öffnen meistens erst gegen 20 Uhr. Jetzt stehen wir an dem Kreisverkehr. Von diesem Kreisverkehr aus geht es dann direkt auf den Stellplatz bzw. auf die Zufahrt. Wir sehen das hier von oben. So ein bisschen unscheinbar die Zufahrt. Man muss ein bisschen genau gucken. Dann findet man sie und dann sieht man den großen Parkplatz, auf dem wir dort stehen. Am Tage hört man natürlich das An- und Abfahren der PKWs. In der Nacht ist es aber anders. An der Nacht stehen hier kaum noch PKWs. Jetzt gehen wir mal zur Entsorgung. Das sieht ein bisschen unsauber aus hier. Das hängt so ein bisschen wohl mit dem
Wasser zusammen oder mit dem Regen. Hier hat es wohl auch stark geregnet. Aber man kann entsorgen, man hat hier eine Öffnung im Boden und man kann auch kostenlos Wasser zapfen. Solche Plätze werden auch gerne mal von jungen Leuten mit selbst ausgebauten Wohnmobilen genutzt. Kein Problem, alle nett und freundlich. Am frühen Abend waren es nur noch wenige PKWs hier auf dem Platz und in der Nacht wurden es noch weniger. Wir haben dort gut geschlafen und sind jetzt, so wie man hier sieht, am nächsten Morgen gestartet. Und natürlich erstmal wieder entsorgen, denn wir wissen nicht, wie es auf dem nächsten Platz wird. Da sind wir immer vorsichtig und fair und entsorgen immer da, wo es ohne große Probleme möglich ist. Wobei wir haben ja ausreichend große Tanks. Wir können ohne weiteres einige Tage ohne Entsorgung auskommen. Aber man muss das Ganze ja auch nicht mit sich rumschleppen. Wenn man es loswerden kann, ist es ja besser. Das war jetzt unsere zweite Station auf dem Weg in den Süden von Spaniens, hier im Inland. Wir werden noch 2 weitere Plätze hier anfahren, und zwar einmal südlich von Madrid. Dort gibt es einen interessanten Platz, der liegt an einem Castillo, also einer Burg unterhalb. Ganz interessant, dort auch mal zu stehen und ja, auch die Sehenswürdigkeiten sich dort anzuschauen. Dazu aber im nächsten Video mehr. Jetzt geht es für uns weiter zu unserer nächsten Etappe und darüber berichte ich im nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.